Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Die Welt brauchte ein besseres Fahrrad und GoCycle hat es designt, steht kühn auf der Website von GoCycle. Und das ist Grund genug, dass wir uns das mal ganz genau ansehen. Der Autodesigner Richard Thorpe, der vorher bei McLaren Supersportwagen und Rennautos mitentwickelt hat, hat 2002 die Firma Carbon Kinetics gegründet, um nichts weniger als das perfekte E-Bike zu bauen. Und 2009 kam dann der Erstling auf den Markt, das G1, mit einer sehr andersartigen Designphilosophie, als man es vorher bei Fahrrädern gesehen hat. Und diese Designsprache, die beeindruckt bis heute und ist auch eindeutig in diesem Rad wiederzuerkennen. Denn das hier ist das G4, die aktuelle Iteration des GoCycle, und das wollen wir uns in diesem Video einmal angucken. Es gibt drei Modelle im GoCycle Lineup. Einmal das G4i Plus, das G4i ohne Plus und das G4 ohne i und ohne Plus. Das G4 ist das einfachste Modell im GoCycle Lineup, hat aber schon alles, was man von so einem modernen E-Bike mit so einer Designphilosophie insgesamt erwartet. Das G4i hat dann noch einige zusätzliche Späßchen wie eine elektronische Schaltung und ein etwas ausgefeilteres Display und Tagfahrlicht. Und das G4i Plus hat dann zusätzlich zu all dem, was das G4i hat, dann noch Vollcarbonfelgen an einem Urban E-Bike. Am auffälligsten beim GoCycle ist wahrscheinlich das Design, denn hier ändert nichts an die Filigranität, sollte es dieses Wort geben, eines klassischen Fahrrads. Erstmal haben wir hier ein Kompakt-Bike-Prinzip. Und dann sehen wir hier auch große Flächen. Wir haben wenig Züge und Leitungen. Das Einzige, was hier rausschaut, ist hier dieser Kabelschlauch hier und auch zum Beispiel diese 5-Speichenfelgen. Die sind wirklich außergewöhnlich im Fahrradbereich. Und interessant ist auch die Auswahl der verschiedenen Materialien. Denn hier sind die Materialien so gewählt worden, wie es am besten für die jeweilige Funktion an diesem Fahrrad passt. Dieser Mittelrahmen hier, der besteht aus hydrogeformten Aluminium. Das heißt, wir sehen hier auch keine Schweißnähte oder irgendwas. Das sieht wirklich sehr schön verarbeitet aus. Dann dieser Mittelteil ist aus Kompositmaterial und dann die Felgen hier vorne und hinten sowie der sogenannte Clean Drive bestehen dann aus Magnesium. Und die Gabel hier vorne dann, die ist aus Carbon. Wobei Gabel ist falsch. Oder habt ihr schon einmal eine Gabel mit nur einer Zinke gesehen? Beide Räder, vorne und hinten, sind einseitig aufgehängt. Und das war 2009 revolutionär, besonders bei einem E-Bike mit einem Frontnabenmotor. Und auch heute noch gucken die Leute zweimal hin, was es mit diesem Rad eigentlich auf sich hat. Das Bike wirkt nicht wie ein Designkonzept, das schon 15 Jahre alt ist, sondern das wirkt wie das Fahrrad aus der Zukunft. Ja, einige Funktionen sind wirklich sehr fresh, wie es junge Leute sagen würden. Im Wesentlichen setzt GoCycle aber auf bewährte Fahrradtechnik. Das hier ist der Clean Drive und der Clean Drive ist auf der einen Seite Kettenkasten, auf der anderen Seite aber auch komplette Hinterradschwinge. Daran wird das Hinterrad aufgehängt und da befindet sich auch die gesamte Technik hin, um eine Dreigangnabe anzusteuern sowie der komplette Kettentrieb. Und diese Dreigangnabe, die wird hier in dieser Version als G4 ohne i und ohne Plus mit einem Drehschalter betätigt und in den beiden anderen Versionen eben über eine elektronische Ansteuerung. Dieses gekapselte System lässt sich natürlich für Wartungszwecke öffnen, sorgt aber im Alltag dafür, dass hier immer eine perfekt geschmierte Kette ihre Arbeit verrichtet, die niemals dreckig wird und somit auch eine Hose niemals dreckig wird und auch sich nichts hier drin verfangen kann. Und super einfach reinigen lässt sich das ganze System dann auch noch. Und für eine super leichte Reinigung tragen auch dann die 5 Speichenräder bei, die man einfach nur abwischen muss. Also dieses Fahrrad ist perfekt für Putzprokrastinierende, so wie mich. Denn normalerweise putze ich diese Fahrräder vor diesen Videos immer, das hier nicht.
weil es einfach nicht notwendig war, obwohl ich da in den letzten Wochen mit unterwegs war und auch in so einen richtig fetten Regenguss gekommen bin. Das ist ziemlich cool. Hier oben am Lenker ist dann wiederum alles sehr schön integriert und aufgeräumt. Wir sehen hier eigene Griffe von GoCycle, wir sehen hier die Schaltung und dann hier das kleine Anzeigedisplay, das mittels 5 LEDs alle wesentlichen Informationen anzeigen kann. Hier haben wir dann noch einen USB-Port, USB-C, um das Handy in der Zwischenzeit laden zu können. Hier auf der Seite dann noch eine integrierte Klingel, die unter dem Lenker so ein bisschen sitzt, und dann auch hier die Bremsgriffe sind richtig schön integriert und man kommt gut ran. Aber es geht ja um die inneren Werte und hier kommt dann das Smartphone zum Einsatz. Wir haben hier ja diesen USB-Port und der ist sehr nützlich, weil hier lässt sich mittels dieser kleinen Gummidinger einfach ein Handy als Armaturenbrett nutzen. Die App ist dann noch ziemlich umfangreich, mit der sich das Fahrrad in verschiedenen Sachen einstellen lässt und auch als Armaturenbrett nutzen lässt. Hier sehen wir jetzt verschiedene Informationen, wie die Durchschnittsgeschwindigkeit, Kalorien, wie viel ich damit gefahren bin. Was man dann auch machen kann, ist hier natürlich in die Einstellung gehen und verschiedene Sachen einstellen. Und wir können auch verschiedene Modi auswählen und konfigurieren. Hier sind jetzt die voreingestellten Modi: Eco, Sport, Custom, City Plus. Und wenn man die da einstellt, dann hört man das Fahrrad so ein bisschen im Hintergrund. Und dann kann man auch mit Hilfe dieser Graphen die Modi so ein bisschen konfigurieren und einstellen, dass man eben dann genau die Unterstützung bekommt, die man in dem jeweiligen Modus gerne haben möchte. Aber so ein Urban E-Bike soll ja nicht nur schön, sondern auch praktisch sein. Und da hat GoCycle sich auch was überlegt, nämlich diesen Gepäckträger hier vorne. Welcher Gepäckträger? Der Gepäckträger für diese Tasche hier, denn die lässt sich hier ganz einfach einhängen und dann hier mit einem Bügel auf der Rückseite arretieren. Und diese Tasche, die darf mit bis zu 10 Kilogramm beladen werden und die hält jetzt wirklich sicher an diesem Fahrrad dran und hält einiges aus. Und die ist auch ziemlich praktisch. Auf der einen Seite sind hier ziemlich viele Netztaschen, vorne, hinten, links und rechts. Hier vorne ist noch so eine Tasche, wo man Kleinkram reintun kann, und auch hier oben ist ein großes Hauptfach, das man hier einfach öffnen kann und hier auch ein kleines Notebook oder Tablet etc. reinpasst. Auf jeden Fall passt hier alles rein, was man für so einen ganzen Tag im Büro eben braucht. Optisch allerdings steht sie dem Rad schon ein bisschen nach. Sie hängt halt hier so ein bisschen schlaff herunter. Aber das ist nicht das einzige praktikable Detail an diesem Fahrrad. Denn hier in meinem Testrad ist auch noch der optionale Gepäckträger befestigt, der ebenfalls bis zu 10 Kilogramm belastet werden kann. Und der hat wiederum einige Möglichkeiten, um Dinge damit zu transportieren. Auf der einen Seite lassen sich an dieser Strebe ganz einfach Packtaschen dranhängen, wie zum Beispiel mein Red Rebane Purist Exo. Und damit er nichts in die Speichen gerät, wenn hier eine Tasche dran ist, ist hier dann auch noch ein Abstandshalter befestigt, der den Abstand hält. Und auch hier oben, diese beiden Streben lassen sich dann auch noch zum Beispiel für einen Drybag verwenden, den man dann hier oben verzurren kann. Oder eine andere Tasche, die dann eben hier hinten auf diesem Gepäckträger gut befestigt ist. Muss man allerdings halt dann irgendwie vergurten. Das war jetzt der erste Teil der Praktikabilität. Der zweite Teil ist die Faltbarkeit. Und dieser Prozess ist auch relativ eingängig. Wir lösen hier einmal diesen Hebel und können den Lenker dann nach vorne einkleppen. Dann lösen wir diesen Hebel. Wo ist er? Da ist er. Und schon lässt sich das Vorderteil des Fahrrads an das Hinterteil klappen. Und dann nehmen wir nur noch diesen Pinökel hier raus und ziehen ihn zum Lenker. Und schon hält das Fahrrad auch fest und man kann es relativ einfach hochheben. Es ist jetzt nicht das kleinste Paket. Klar, wir haben hier 20 Zoll Räder und es ist auch ein insgesamt relativ großes Fahrrad, aber es ist schmal genug, um, wenn man noch die Pedale einklappt, um in verschiedene Bahnabteile zu passen, in kleine Ecken, in verschiedene Kofferräume. Hier in dieser Konfiguration mit dem Gepäckträger ist es auch so, dass dieses Konstrukt dann hier relativ fest ist. Hier oben ist dann noch ein kleiner Imbus versteckt unter dem Sattel. Den kann man dann dafür nutzen, um das hier zu lösen und den Sattel komplett reinzuschieben, um das Ganze nochmal schmaler und kleiner zu machen. Allerdings ohne diesen Gepäckträger könnte man den Sattel auch nochmal einfacher rausnehmen und dann hier zwischen den Rahmenteilen befestigen. Und wenn man es dann längerfristig zusammengeklappt irgendwo parken möchte oder mitnehmen muss, gibt es den GoCycle Pitstop Wheel Storage Strap, der dann hier hinten um die Räder gezogen wird, damit das Rad auch auf keinen Fall irgendwie auseinander geht. Und dann kann man es tatsächlich auch
sehr einfach mitnehmen, denn das Fahrrad ist mit knapp unter 18 Kilo Eigengewicht für ein E-Bike auch noch relativ leicht. Und das Coole ist natürlich auch, dass das Rad im eingeklappten Zustand auf dem eigenen Hauptständer stehen kann. Und man kann es auch einfach wegschieben, jetzt in diesem Zustand, indem man einfach den Sattel nimmt und los geht. So, und jetzt sind wir fertig, wir wollen wieder losfahren. Wir lösen also einmal diesen Straps, der in der Nähe der Klingel ist, nehmen das Fahrrad, klappen das ein bisschen nach vorne, schließen den einen Verschluss, den anderen und können dann losfahren. Bevor wir aber losfahren, gucken wir uns noch mal die Geometrie an, denn die ist auch sehr spannend. Einer der Gedanken von Richard Thorpe war es, dass er ein Fahrrad für alle Menschen entwickeln wollte. Und beim Auto gibt es auch nicht verschiedene Autogrößen für verschiedene Menschengrößen, obwohl man, wie das momentan im Straßenverkehr beobachten kann. Auf jeden Fall hat er ein Rad entwickelt, auf das möglichst viele Leute passen sollen. Und deswegen ist der Sitzwinkel hier auch sehr flach gewählt worden. Somit kommen kleinere Menschen näher an den Lenker ran und größere Menschen weiter vom Lenker weg, was deswegen wichtig ist, weil der Lenker hier vorne, in dieser Version zumindest, komplett starr ist. Wenn man jetzt hier den Sattel ganz nach unten stellt, dann kann man sehen, der Abstand zum Lenker ist deutlich kürzer geworden und das Rad eignet sich für Menschen ab 1,60 Meter etwa. Und wenn man den Sattel dann ganz nach oben stellt, so hier an diese Position, dann eignet sich das Rad für Menschen bis etwa 1,95 Meter Körpergröße ohne weiteres. Und wenn ich mich jetzt hier drauf sitze, kann man zwei Dinge erkennen. Auf der einen Seite sitze ich relativ sportlich. Ich könnte noch so 5 mm weiter oben sitzen mit 1,96 Meter. Da ist der Sattelauszug doch minimal zu klein für mich. Ich sitze aber trotzdem nach vorne gebeugt, ich sitze sportlich. Ich mag diese Sitzposition. Sie ist auch nicht zu sportlich, sondern für meinen Geschmack insgesamt sehr angenehm. Und die zweite Sache, die auffällt, ist, dass das Fahrrad hinten einsackt. Und das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Hier hinten ist nämlich ein Dämpfer verbaut, der eben Straßenunebenheiten ausgleichen soll. Jetzt in diesem Falle, in der aktuellen Version dieses Fahrrads, gibt es 2,5 cm Federweg. Und wie die funktionieren, das sehen wir jetzt. Ich habe jetzt das GoCycle beladen und wir sind fertig für die Abfahrt. Das Stativ hinten drauf, meine Kameratasche hier in dieser Packtaschenlösung und dann eben die Original GoCycle Tasche. Und dann haben wir jetzt das Handy dran und wir legen jetzt los. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen umsortiert. Hier in dieser Tasche ist jetzt auch mein Stativ drin. Also das funktioniert auch hervorragend. Ich habe jetzt einen Modus ausgewählt, der ist so in der Mitte zwischen stärkster Unterstützung und leichter Unterstützung. Hier können wir jetzt die verschiedenen Sachen sehen, die wir für die Fahrt brauchen. Und ja, wir legen mal los. Und tatsächlich ist die Beschleunigung sehr schnell. Wir sind jetzt auf 27 km/h, da unterstützt der Motor nicht mehr, sondern etwa bis 26 so. Und dann läuft das langsam aus, also dann fahren wir auch mit eigener Kraft. Was hier auch der Fall ist, anders als bei vielen anderen Rädern, so mit Frontnabenantrieb, haben wir hier nicht einfach nur einen Trittsensor, sondern auch einen Drehmomentsensor. Er misst also, wie viel Kraft gebe ich wirklich aufs Pedal rein. Und danach bemisst er dann auch die Stärke der Unterstützung, was ich sehr angenehm finde. Und dann kann man auch sehr gut auf dieser 25 km/h Drehmomentwelle einfach mitschwimmen, weil der Motor, der hat wirklich ein sehr angenehmes Drehmoment. Also wirklich ausreichend, gerade für so ein kleines, kompaktes Fahrrad. Von der Gangübersetzung ist es so, dass ich jetzt relativ schnell im dritten Gang bin und eine ganz angenehme Trittfrequenz habe. Das Coole hier mit so einem Frontnabenantrieb, da hat man quasi Allradantrieb und man kann auch ganz lustige Sachen damit machen. Habt ihr das gemerkt? Also wenn die Last besonders weit hinten ist, dann dreht er vorne natürlich so ein bisschen durch. Aber der Motor registriert das auch und schaltet dann ab. Also hat so eine Art ESP-Funktion, was ich ziemlich cool finde und durchdacht von GoCycle. Also das kann nicht gefährlich werden. Aber man kann trotzdem ganz lustig damit spielen. Und die Beschleunigung ist halt echt gut. Man tritt so ein bisschen rein und sofort ist der Motor da und zieht einen nach vorne. Und er ist gleichzeitig sehr leise und sehr angenehm. Was auch lustig ist, das ist halt eine Dreigangnarbe und die macht Dreigangnarbengeräusche. Ihr könnt so ein leichtes Klickern eventuell hören. Das erinnert einen so an alte Klappräder, also so eine kleine Reminiszenz an die Klappräder der 70er Jahre. So, und jetzt hier auch über Offroad. Dafür sind die Reifen natürlich primär nicht gedacht, aber es funktioniert. Also die ein oder andere
Gravel-Strecke macht das Rad wirklich gut mit. Aber wenn es nass ist oder sehr sandig, muss man wegen des geringen Profils der Reifen schon teilweise ein bisschen aufpassen. Ich glaube aber, dass hinten gerade bei der Federung noch ein bisschen Potenzial wäre, weil ich da schon relativ stark einsacke. Also der Sattel ist relativ weit unten. Der könnte durchaus etwas höher sitzen und ich selber etwas höher kommen, wenn der Dämpfer hinten nicht so einsacken würde. Aber ich zeige euch jetzt noch mal einen besonderen Trick des Go Cycle. Denn hier unten befindet sich ein kleiner Knopf und das ist der Boost-Knopf. Wenn ich den drücke und weiter trete, dann liefert der Motor seine volle Leistung ab. Und das probieren wir jetzt. So, der Jerusalemsberg ist natürlich die höchste Erhebung in der nördlichen Hemisphäre. Der Motor an sich schiebt einen schon echt gut nach vorne, angenehme Trittfrequenz, wenig Leistung. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte ein bisschen schneller sein, dann drücke ich diesen Knopf. So, und jetzt gebe ich wirklich keine Leistung aufs Pedal, sondern der Motor zieht mich wirklich komplett hoch. Und sobald ich aufhöre zu treten, ist der Motor wieder weg. Und das ist wirklich witzig. Also wenn man nur leicht da braucht man auch keinen Drehmoment aufs Pedal geben, sondern nur die Pedale bewegen und den Boost-Knopf drücken und schon drückt er einen richtig nach vorne. Haben andere Fahrräder auch, es ist nichts ganz Neues, aber es ist definitiv witzig. So, und ein letzter Test sind die Bremsen. Aus 25 km/h bremsen wir jetzt und also die greifen echt gut zu. Wir haben jetzt hier einen guten Bremsweg von guten 3,5–4 Metern gehabt. Das ist okay für so ein Rad. Es ist relativ leicht. Die Bremsscheiben hier hinten sind naturgemäß auch nicht die größten, aber sie sind vollkommen ausreichend für dieses Fahrradkonzept. Ja, so fährt sich das Go Cycle. Es hat einen guten Motor. Dieser Boost-Knopf, der ist nicht nur witzig, sondern auch sinnvoll in der einen oder anderen Situation. Es bremst gut, es liegt gut in den Kurven, es hat einen guten Grip. Also wirklich kaum was auszusetzen am Go Cycle. Und jetzt gehen wir mal zurück und gucken uns die Preise an. Die Go Cycle Experience startet ab einem Preis von 3.799 € für das G4 ohne i und ohne Plus. Für das G4i werden dann 4.999 € fällig und für das G4i Plus werden dann 6.499 € fällig. Hier das Testrad zusammen mit der Tasche und dem Gepäckträger kommt auf einen Gesamtpreis von 4.219,50 €. Ich hatte in den letzten Wochen wirklich wahnsinnig viel Spaß mit dem Go Cycle. Es ist schnell, es macht Spaß, es hat ein cooles Design, es lässt sich leicht reinigen und pflegen und es ist auch ausreichend praktisch. Hier mit der Tasche hier vorne und dem großen Gepäckträger da hinten lassen sich wirklich alle möglichen Alltagsdinge damit erledigen. Es ist ein Urban Bike mit zusätzlicher Faltfunktion. Allerdings gibt es hier auch sehr viele proprietäre Teile. Also wenn irgendwas kaputt geht, dann muss man sich tendenziell direkt an Go Cycle wenden oder an einen der vielen Händler und dann bekommt man auch die Teile. Allerdings ist es nicht so, dass man einfach irgendwelche anderen Teile dann verwenden kann. Und die zweite Sache, die man wissen muss, mit dem Dämpfer hinten, der war mir ein bisschen schwach. Nicht unbedingt, aber der ist für meinen Geschmack etwas zu sehr eingesackt, wenn ich mich einfach draufgesetzt habe. Da würde mir gefallen, wenn das Rad einfach fast level bliebe und erst dann eben einfedern würde, wenn man tatsächlich über Unebenheiten fährt. Aber das sind insgesamt kleinere Punkte. Urban Bikes mit proprietären Teilen gibt es mittlerweile immer mehr. Da muss man wissen, worauf man sich einlässt. Ich glaube aber, dass Go Cycle insgesamt etwas anders aufgestellt ist als andere Urban Bike Hersteller, die in der letzten Zeit ja ordentlich am Kämpfen waren. Aber wenn ihr jetzt ein Urban Bike sucht, das noch eine zusätzliche Faltmöglichkeit bietet, das sich einfach reinigen lässt etc., dann geht doch mal auf den Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde mich mal interessieren, was ihr von dem Go Cycle haltet. Wäre das ein Rad, das für euren Alltag passt? Würdet ihr damit rumfahren und was fehlt euch eventuell? Sagt es doch mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.